In Thailand gab es Anfang 2024 eine wichtige steuerliche Veränderung, von der viele dort lebende Ausländer negativ betroffen sind. Es gibt nun etliche Glücksritter, die aus dem Unterholz gekrochen kommen und Lösungen, Hacks und so weiter präsentieren, mit denen man sich angeblich vor diesen Negativwirkungen der Steueränderung schützen kann. Ob das wirklich so ist, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wir haben ja schon einige Videos zu den steuerlichen Veränderungen in Thailand 2024 veröffentlicht. Schau dir diese am besten an, wenn du im Detail dazu etwas erfahren möchtest. Ganz kurz nochmal zusammengefasst: Wenn du in Thailand lebst und dort unbeschränkt steuerpflichtig bist, musst du nun Steuer auf alle ausländischen Einkünfte bezahlen, die du in das Land überweist, ganz unabhängig davon, wann diese nach Thailand überwiesen werden. Das betrifft mal per se viele Einkommensarten, inklusive auch Renten, Kapitalerträge und so weiter und so fort. Allerdings hat Thailand eine Reihe von Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Diese mindern natürlich die Steuern, die du dann in Thailand bezahlen musst, oder eliminieren diese vollständig. Allerdings musst du dennoch eine Steuererklärung in Thailand einreichen und diese Einkünfte melden. Parallel hat ja Thailand auch damit begonnen, nun im Rahmen des automatischen Informationsaustausches Informationen ins Ausland zu senden und im Gegenzug auch Informationen von im Ausland gehaltener Konten thailändischer Steuerzahler zu beziehen. Das, so erhofft die thailändische Regierung, wird dabei helfen, dass man sich hier im Großen und Ganzen an diese neuen steuerlichen Vorgaben hält, weil man ansonsten sowieso damit rechnen muss, in Anführungszeichen erwischt zu werden. Der große Nachteil ist nun, dass es hier relativ viele offene Fragen dazu gibt, was jetzt genau steuerpflichtig ist und was nicht. Hier gibt es gelegentlich immer wieder mal Klarstellungen der thailändischen Regierung, der thailändischen Finanzbehörden, um hier bestimmte Sachverhalte zu klären und auch Fragen zu beantworten, die sich bei vielen, gerade Ausländern in Thailand, ergeben. Aber bisher sind die dort behandelten Sachverhalte eher dünn. Es ergeben sich daraus eher mehr Fragen, als dass bestehende Fragen beantwortet werden. Wir sehen das auch immer wieder bei unseren Mandanten. Wir haben sehr viele Mandanten, die uns E-Mails schicken, die uns kontaktieren und sagen: Was bedeutet nun diese Regelung wirklich? Falle ich darunter? In meinen persönlichen Umständen zählt dieser Sachverhalt zu dieser Regel dazu? Muss ich Steuern bezahlen oder nicht? Diese Unsicherheit führt dazu, dass in YouTube und in sozialen Medien relativ viele Beiträge veröffentlicht werden von Personen, die jetzt nicht wirklich steuerliche Spezialisten sind, aber meinen, sie hätten hier ganz tolle Hacks entwickelt, wie man dieser Steuer in Thailand entkommen kann. Die Hacks, die ich am meisten online sehe, will ich mal kurz hier vorstellen. Hack Nummer 1. Also, du kaufst dir eine Immobilie in Thailand, lässt diese aber über eine ausländische Bank finanzieren. Die ausländische Bank gibt dir also in Thailand ein Darlehen. Ein Darlehen sind ja keine Einkünfte, somit sind sie auch außerhalb dieser neuen Gesetzgebung. Du bezahlst dann die Bank mit deinen ausländischen Einkünften zurück. Das heißt also, du kriegst ein ausländisches Darlehen nach Thailand, zahlst aber die Bank im Ausland mit deinen steuerfreien ausländischen Einkünften zurück. Damit offensichtlich, so argumentiert dann derjenige, gibt es keine sogenannte Remittance nach Thailand. Es wird also kein Geld nach Thailand von dir überwiesen, wenigstens keine Einkünfte. Somit ist das Ganze steuerfrei. Oder Hack Nummer 2. Ich kann ja dann, wenn ich dieses Haus habe, zum Beispiel mir von einem deutschen Unternehmen hier den Fußboden verlegen lassen. Das heißt also, ich beauftrage ein deutsches Unternehmen, vielleicht mag ich besonders diesen Luxus, bezahle dieses Unternehmen von meinem ausländischen Konto. Das Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter reisen nach Thailand, legen mir den Fußboden. Ich habe kein Geld nach Thailand überwiesen,
aber habe trotzdem letztlich hier diese Leistungen bezogen. Drittes Beispiel. Für mein schönes Haus möchte ich mir jetzt ein paar Antiquitäten kaufen. Ich erstehe diese im Ausland, bezahle sie mit meinen ausländischen Einkünften, bringe die Antiquitäten dann nach Thailand und stelle sie in mein Haus. Nun, man muss sich natürlich dann mit dem Thema Verzollung beschäftigen, das ist mir schon klar, aber mal grundsätzlich auf die Erträge, mit denen ich diese Möbel, diese Antiquitäten gekauft habe, gibt es keine Steuer. Ein weiterer Hack, ich mache eine Schenkung. Ich schenke jemand, der in Thailand wohnt, Geld. Damit ist es ja per se mal kein Einkommen. Und der letzte Hack, eben auch sehr verbreitet, ist so ähnlich wie der mit der Finanzierung des Hauses. Aber im Grunde geht es nicht um eine Finanzierung, sondern ich kann ja letztlich auch von einem ausländischen Darlehen in Thailand leben, das ich dann eben aus dem Ausland an den Darlehensgeber zurückbezahle. Zum Beispiel, ich leihe mir 100.000 € von einem Familienmitglied, was im Ausland wohnt, sagen wir Deutschland. Die schicken mir diese 100.000 nach Thailand. Es ist also kein Einkommen, es ist ja ein Darlehen, also somit fällt es nicht unter die steuerliche Gesetzgebung. Und dann bezahle ich dieses Familienmitglied mit meinen ausländischen Einkünften steuerfrei zurück. Ich bezahle, sagen wir also, jeden Monat 5.000 € an das Familienmitglied zurück, vielleicht noch mit ein paar Zinsen, bis dieser Kredit dann getilgt ist und dann geben sie mir einen neuen Kredit. Das sind jetzt alles Beispiele, die ich so im Internet, die ich so in YouTube zu diesem Thema gefunden habe. Sicherlich gibt es viele mehr. Man muss sagen, die ganzen Hacks, die ich jetzt gerade eben vorgestellt habe, sind, soweit ich weiß, nicht explizit verboten. Es gibt keine Klarstellung durch die thailändischen Behörden, dass diese ganzen Arrangements, die ich jetzt gerade eben hier präsentiert habe, gegen die Anfang Januar 2024 in Kraft gegebene Steuergesetzgebung verstoßen. Hier ist es ähnlich wie mit den Debit- und Kreditkarten, die ja viele immer bemerken. Hier ist ja ein anderer Punkt, wo man letztlich nicht sicher weiß, ist das nun erlaubt oder nicht, kann ich eine ausländische Debit- oder Kreditkarte in Thailand verwenden oder gilt das eben hier als Überweisung nach Thailand? Also bisher sind diese Hacks, die ich genannt habe, nirgendwo verboten. Übrigens, wenn ich mich irre und du hast hier Quellen gefunden im Internet, Klarstellung durch die thailändischen Steuerbehörden oder die Meinung eines Anwaltes oder Steuerberaters, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier einen Kommentar postest. Wie gesagt, ich habe nichts gefunden, aber diese Dinge bewegen sich vielfach schnell. Deswegen und je nachdem natürlich, wann du dieses Video anschaust, freue ich mich, wenn du hier eine Richtigstellung findest und entsprechend hier als Kommentar posten kannst. Das bringt jedem etwas. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, diese ganzen Hacks, die ich gerade eben genannt habe, sind natürlich auch nicht wirklich erlaubt. Nirgendwo sagt das thailändische Finanzministerium, dass es sich bei den Beispielen, die ich gerade genannt habe, nicht um eine Remittance, also um eine Überweisung nach Thailand handelt. Das heißt, ich habe hier eine große Unsicherheit und im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, muss man letztlich damit rechnen, dass man dann im Nachhinein hier steuerlich belastet wird. Warum? Nun, man muss ja bei allen neuen Gesetzen immer unterscheiden, was ist der Wortlaut des Gesetzes und was ist die Intention des Gesetzes. Möglicherweise erfasst der Wortlaut nicht die ganze Intention, aber dennoch ist natürlich die Intention des Gesetzgebers hier sehr wichtig und es ist sehr wichtig, diese zu verstehen, damit ich mich korrekt verhalten kann, auch wenn der Wortlaut des Gesetzes hier einige sogenannte Loopholes oder Gesetzeslücken offen lässt. Im Englischen spricht man hier vom Spirit of the Law, also vom Geist des Gesetzes und vom Letter of the Law, also vom Wortlaut des Gesetzes. Und jetzt fragen wir uns, was ist die Intention der thailändischen Regierung mit dieser Gesetzgebung? Geht es hier tatsächlich darum, um formalistisch zu regeln, welche Arten der Geldübertragung oder der Geldnutzung in Thailand ausländischer Einkünfte jetzt als Überweisung zählen? Also kommt es wirklich darauf an, ob ich hier eine Überweisung nach Thailand mache oder ob ich hier Bargeld nach Thailand mitbringe? Oder geht es eigentlich viel eher darum, um zu sagen, wenn du dieses Einkommen, was du im Ausland erzielt hast, nach Thailand überweist oder anderweitig in Thailand nutzt
oder davon in Thailand Vorteile hast durch dieses Einkommen, dann wird es in Thailand steuerpflichtig. Meiner Meinung nach trifft Letzteres zu und all jene, die jetzt irgendwelche Hacks anwenden und hier versuchen, der Besteuerung zu entgehen, werden möglicherweise hier kurzfristig dann mit Steuernachforderungen belangt werden. Zumal muss man ja sagen, dass Thailand nicht das einzige Land ist, was auf diese Art und Weise besteuert. In den klassischen Non-Dom-Ländern, insbesondere UK, gibt es ja ähnliche Regelungen seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Im UK hat man nun den Non-Dom-Status beendet, übrigens. Hier gibt es also sehr detaillierte Ausarbeitungen, zum Beispiel des britischen Gesetzgebers, der britischen Steuerbehörde, zu diesem ganzen Thema, was nun eine Überweisung ist und was nicht. Hierzu möchte ich dir folgendes Beispiel zeigen. Es handelt sich hier um das Residence Domicile and Remittance Basis Manual der britischen Steuerbehörde HMRC. Also hier geht es letztlich um eine Betriebsanleitung, wie solche Überweisungen nach UK in diesem Fall zu verwenden sind. So, hier gibt es dann verschiedene Beispiele zum Beispiel. Und interessanterweise Beispiel 1 und 2 handeln gleich von Darlehen. Wie werden also solche Darlehensfragen im UK beantwortet? So, hier gab es auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Änderungen in der steuerlichen Position. Aber zum Beispiel bei den Darlehen ist es so in UK, ja, das Darlehen nach UK ist keine Überweisung nach UK. Das heißt also, hier würde sich keine Steuerpflicht ergeben. Aber die Rückzahlungen, die du machst, und zwar sowohl Zins als auch Tilgung, selbst wenn sie im Ausland stattfinden, gelten als steuerpflichtige Überweisungen nach UK, weil du eben in UK von diesen Zahlungen, von den Darlehen, was du zunächst bekommen hast, profitiert hast. So, die Thailänder haben nun einen Vorteil. Die können sich praktisch diese ganze Gesetzgebung, diese ganzen Beispiele, die es hier im UK zum Beispiel gibt, einfach per Copy-Paste kopieren und können sie letztlich einfach so weiterverwenden. Die müssen sich gar nicht groß den Kopf machen, hier ihre eigenen Beispiele und ihre eigene Gesetzgebung auszudenken. Im UK ist das Ganze nämlich tatsächlich hier sehr detailliert ausgearbeitet und hat natürlich auch, wie ich meine, eine bestimmte Logik und ist so über etliche Jahrzehnte gereift. Ich gehe davon aus, dass nach und nach ähnliche Klarstellungen, ähnliche Einlassungen auch von der thailändischen Regierung, von der thailändischen Finanzbehörde kommen werden, die dann für die Steuerzahler Thailands, die hier ausländische Einkünfte möglicherweise nach Thailand überweisen wollen oder dort verwenden wollen, Klarstellungen bietet. Bis dahin würde ich dir wärmstens empfehlen, dich von einem kompetenten Steuerberater oder Steueranwalt in Thailand beraten zu lassen. Du wirst wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass die Beispiele, die ich genannt habe, steuerlich in Thailand sich niederschlagen würden. Und ich würde dir raten, von solchen Hacks abzusehen und diese nicht zu verwenden. Andernfalls, wie gesagt, kann es sein, dass du mit steuerlichen Nachzahlungen konfrontiert wirst. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich reine Spekulation. Wir wissen nicht und ich weiß es auch nicht, was die thailändische Regierung und das thailändische Finanzamt hier tatsächlich machen wird, was sie veröffentlichen werden, ob sie überhaupt was veröffentlichen werden. Das muss einfach die Zukunft zeigen. Die Unsicherheit bleibt also bestehen. Leider kann ich dir diese nicht nehmen. Und sie hat natürlich dazu geführt, dass viele Ausländer Thailand auch verlassen haben. Wir haben Mandanten zum Beispiel, die in die Philippinen umgezogen sind oder auch nach Malaysia umgezogen sind, wo es ja sehr attraktive Visa-Optionen gibt, die ganz klar festlegen, dass man auch weiterhin keine Steuern auf ausländische Einkünfte bezahlen muss, auch wenn man diese ins Land bringt. Willst du in Thailand bleiben und ist dir zusätzliche Rechtssicherheit wichtig, dann würde ich dir raten, dich mit dem LTR-Visum, dem Long-Term Residence-Visum zu beschäftigen, denn dort sind auch weiterhin letztlich die steuerlichen Vorteile
wie sie vor der Gesetzgebung bestanden haben, garantiert. Dennoch natürlich, Thailand ist ein interessantes Land und natürlich lässt sich hier mit der steuerlichen Situation in Thailand etwas gestalten. Ich meine, wie gesagt, ich bin seit 2006 im UK. Wir haben sehr viele Non-Dom-Mandanten und auch dort konnten wir sehr interessante, komplett legale und von den Finanzbehörden abgesegnete Modelle gestalten. Wie gesagt, das britische System, es wurde jetzt letztlich abgeschafft, aber das britische System hat jahrhundertelang nach dem gleichen Prinzip funktioniert wie das thailändische. Da gibt es also sehr viel Erfahrung. Man kann auch nach wie vor in Thailand leben und es steuerlich attraktiv machen, aber möglicherweise erfordert es ein gewisses Umdenken, ein Umstrukturieren und das sind natürlich auch Kosten und Komplexitäten, die man dann auch erstmal hier verkraften muss. Wenn die hier angesprochenen Themen auch für dich relevant sind, du dir überlegst, nach Thailand umzuziehen oder dort schon wohnst oder aber in Thailand wohnst und ins Ausland willst, nicht mehr in Thailand bleiben willst, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und ihr bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.